Ich habe euch heute wieder ein Trainingsgerät mitgebracht, das ich euch gerne vorstellen möchte. Wir hatten ein ähnliches schon mal, allerdings aus Kunststoff, aber alle 5, die ich aus Kunststoff habe, haben an der gleichen Stelle alle einen Bruch erlitten, und zwar immer der Übergang von dieser Pipe, von diesem Rohr zum Korb. Da ist es gebrochen und dann strömt natürlich auch Luft heraus. Das heißt, das Trainingsgerät ist so in der Art und Weise, wie es ich gerne benutze, nicht mehr möglich. Jetzt habe ich eins aus Holz und es wirkt sehr stabil. Geklebt ist es hier an der Stelle, also auch hier hat man natürlich dann die Verbindungsstücke, aber man hat hier das Gefühl, okay, man hat hier ein Naturprodukt, das finde ich immer super, und man hat hier auch ein Gegengewicht, dieser Styroporball in dem Fall, der eben unseren Luftdruck visualisiert. Das heißt, umso höher ich den Ball letztendlich schweben lasse, der Übertrag aufs Instrument, umso höher spiele ich auch auf der Trompete. Das heißt, wenn ich zum Beispiel die Naturtöne C1, G1, C2, E2 benutzen würde, dann habe ich für mich herausgefunden, das wäre das C1. Also der Ball ist immer kurz vorm Aufsetzen. Ich puste, imaginär natürlich, jetzt ist G1. Dann bewegen wir uns mit dem Ball zwischen den Augen. Ein gutes Stück drüber C2 und jetzt das E2. Deutlich im Bereich der Stirn Richtung Haaransatz. Und jetzt natürlich der Übertrag aufs Instrument. C1, G1, C2 und letztendlich dann auch das E2. Nochmal zum Visualisieren. Und dann bin ich wieder unten beim C1 angelangt. Nicht nur das kann ich herausfinden bzw. visualisieren, sondern auch ein wichtiges Training in dem Bereich ist zum Beispiel das lange den Ton gerade, ohne großartige Schwankung oder Modulation aushalten. Ich habe hier den Ball und der hilft mir natürlich dabei, jetzt einen gewissen Punkt anzusteuern und den Ball auch idealerweise auf dieser gleichbleibenden Höhe schweben zu lassen. Das heißt jetzt tief einatmen. Und den Ball schweben lassen. Jetzt der Übertrag aufs Instrument. Ich nehme das C2. Ich stelle mir in meinem inneren Auge vor, wie die Kugel schwebt, wie ich in dieses Trainingsgerät hineinpuste und der Ball auf gleichbleibender Höhe schwebt. Nochmal. Jawohl. Möglichst wenig Schwankung, möglichst gleichbleibend von der Tonhöhe, möglichst gleiche stabile Intonation. Und dafür ist dieses Trainingsgerät wunderbar gemacht. Natürlich lernt man bewusstes Ausatmen. Da hilft uns auch dieser Styroporball immer wieder, weil wir sehen, wie wir ausatmen. Ne? Wir atmen tief ein. Und haben sofort das visuelle Feedback. Natürlich kann ich jetzt auch drüber gehen und kann sagen, okay, ich steuere jetzt nicht nur das C2, E2 an, sondern ich habe eigentlich Töne im Visier G2, C3. Dann kann ich das auch jederzeit machen. Übertrag natürlich dann dementsprechend auch auf die Trompete.
beziehungsweise und hier komplett reduziert auf die Funktion Luftdruck, Luftfluss. Geschlossene Lippen, angespannt, hohe Frequenz und dann habe ich den Ton erreicht. Natürlich kommen noch viele andere Faktoren auch dazu, die beim Trompetespielen entscheidend sind. Stütze, Zwischenlippenmuskulatur, Zungenposition etc. pp. Das kommt alles noch dazu, aber ich reduziere es immer aufs Einfachste, nämlich auf meinen Luftdruck, Luftfluss. Und gehe eben drüber hinaus und übertrage es wieder aufs Instrument. Und kann dann auch diverse Übungen natürlich spielen und auch wieder letztendlich auf hier dieses Teil übertragen. Also, da gibt es die unterschiedlichsten Bezeichnungen für diese Pfeife. Es gibt Flowing Balloons, es gibt alle möglichen Begriffe. Ich verlinke auf jeden Fall das Produkt unten in der Videobeschreibung. Schaut es euch mal an und bildet euch selbst eine Meinung. Ansonsten kann man natürlich alle anderen Geräte aus Plastik auch gerne benutzen. Wie gesagt, bei mir gingen die immer kaputt und deswegen jetzt meine Entscheidung auf ein Holztrainingsgerät umzuswitchen. Man hat hier zwei Styroporbälle dabei, das heißt, wenn einer mal kaputt gehen sollte, hat man hier natürlich immer noch die Möglichkeit, auf den zweiten zu switchen. Diese Dinger gibt es natürlich auch in unterschiedlichsten Größen, Formen und Farben und auch unterschiedliche Lackierungen. Da ist dann immer das Gewicht verändert. Das heißt, man hat zum Beispiel von diesem Astra, den ich auch schon mal vorgestellt habe, unterschiedlichste Kugeln. Die rote ist die schwerste, auch die kann ich hier benutzen und habe dann gleich wieder ein intensiveres Training. Also man kann hier letztendlich auch variieren, Trainingsgeräte kombinieren, das macht mir natürlich auch immer Spaß. Und natürlich dann der direkte Übertrag aufs Instrument, auf die Trompete in dem Fall. Und wir werden merken, wir haben bewussteres Ausatmen, bewussteren Luftfluss. Auch wenn ich nach oben gehe, merke ich bei diesem Teil, Stütze ist aktiv und zwar richtig. Übertrag aufs Instrument und dann hat man natürlich automatisch den Trainingseffekt. Wie gesagt, schaut mal rein, Produkt unten in der Videobeschreibung und ansonsten wünsche ich euch bei eurem Trompetentraining viel Erfolg. Lasst am Ende gerne ein Like und Abo da. Wir sehen uns nächste Woche zu einem neuen Video rund ums Trompetespielen. Bis dahin, ciao, euer Nico.